Willkommen bei Bayern News und Liga Insider. Wir schauen auf Leroy Sané, da dieser eine erste Entscheidung über seine Zukunft getroffen hat. Dann gibt es einen Bericht, wie unfassbar begeistert alle vom Kompanie-Spielstil sind. Des Weiteren starten bald die ersten Gespräche mit Manuel Neuer, in denen über seine Zukunft beim FC Bayern entschieden wird. Zum Abschluss blicken wir auf Alphonso Davies, denn hier deutet mittlerweile wirklich alles darauf hin, dass mit Real Madrid alles geklärt ist. Es wird spannend. Liken, kommentieren und abonnieren nicht vergessen. Somit supportet ihr unseren Kanal und verpasst keine weiteren Folgen mehr. Wir bedanken uns und starten in die aktuelle Folge. Bleibt dran! Leroy Sané hat eine erste Entscheidung zu seiner Zukunft beim FC Bayern getroffen, die vorerst für Klarheit sorgt. Trotz zahlreicher Gerüchte über einen möglichen Wechsel zu einem anderen Topclub hat der 28-Jährige laut einem Bericht des Kicker beschlossen, den Verein im Winter nicht zu verlassen. Ein Transfer in der kommenden Wechselperiode stehe, Stand jetzt, nicht zur Debatte, heißt es. Damit plant der Offensivspieler zumindest zur Saisonmitte keinen Abschied vom Rekordmeister, scheint sich aber dennoch Optionen für die Zukunft offen zu halten, sollte ein attraktives Angebot eintreffen. Besonders das Interesse des FC Barcelona hat in den letzten Wochen für Schlagzeilen gesorgt. Der aktuelle Trainer der Katalanen, Hansi Flick, der zuvor bei Bayern arbeitete, soll großes Interesse daran haben, Sané ablösefrei nach Spanien zu holen. Für den Nationalspieler könnte dies eine finanziell reizvolle Gelegenheit sein, da er im Sommer ein Handgeld erwarten könnte. Eine Option, die bei einem Transfer im Winter gegen Ablöse wegfallen würde. Auch in der Premier League gibt es potenzielle Interessenten. Sowohl Newcastle United als auch der FC Arsenal sollen über eine Verpflichtung von Sané nachdenken. Dennoch scheint ein Wechsel in der Winterpause auch hier nicht im Fokus zu stehen. Die Tatsache, dass Sané möglicherweise einen Abgang in Betracht zieht, könnte auch auf die starke Konkurrenz auf den Flügelpositionen bei Bayern zurückzuführen sein. In der laufenden Saison haben sich Serge Gnabry und der Sommerneuzugang Michael Olise auf den Außenbahnen bewährt. Besonders Olise hat sich mit beeindruckenden Leistungen schnell einen Stammplatz erkämpft. Neben Sané buhlen zudem Thomas Müller, Mathys Tel und Kingsley Coman um Spielzeit, was die Konkurrenzsituation weiter verschärft. Ob Sané langfristig beim FC Bayern bleibt, ist weiterhin offen. Bayern Sportdirektor Max Eberl betont jedoch, dass die Zukunft des Spielers in den kommenden Monaten in aller Ruhe besprochen werde. Vincent Kompany hat beim FC Bayern nach wenigen Monaten im Amt bereits einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Mit seiner klaren Spielphilosophie und den bisherigen guten Ergebnissen hat er nicht nur die Fans überzeugt, sondern auch bei den Vereinsverantwortlichen großes Ansehen erlangt. Nun äußerte sich auch Präsident Herbert Hainer begeistert über den 38-jährigen Cheftrainer. In einem Interview mit dem BR geriet der Bayern-Boss regelrecht in Schwärmen und betonte die positive Entwicklung unter Kompany. Wir sind unglaublich glücklich mit unserem Trainer Vincent Kompany. Von Max Eberl über den Vorstand bis hin zu Uli und Karl-Heinz. Alle sind begeistert von dem attraktiven Fußball, den wir spielen. So etwas haben wir bei Bayern seit Jahren nicht erlebt, erklärte Hainer und lobte die Entwicklung der Mannschaft unter dem Belgier. Besonders der Spielstil Kompanys beeindruckt Hainer. Wenn man das Spiel in Frankfurt gesehen hat, dann war das ein Fußball voller Dominanz und Kontrolle, wie man ihn schon lange nicht mehr gesehen hat. Ja, wir haben zwar nicht gewonnen, aber das wird noch kommen, zeigt sich Hainer optimistisch. Hainer ist davon überzeugt, dass Kompany der richtige Trainer für den FC Bayern ist. Vincent hat der Mannschaft neue Impulse gegeben. Es herrscht Freude und Spaß im Training. Genauso haben wir uns das vorgestellt, fügte er hinzu. Die Bayern-Verantwortlichen vertrauen darauf, dass Kompany das Team auch weiterhin erfolgreich führen wird. Manuel Neuer steht vor einer entscheidenden Weichenstellung in seiner Karriere. Verlängert er seinen Vertrag oder beendet er seine beeindruckende Laufbahn? Der FC Bayern plant in naher Zukunft Gespräche mit dem 38-jährigen Torhüter aufzunehmen, da sein aktueller Vertrag im kommenden Sommer ausläuft. Laut einem Bericht von Sky sollen die Verhandlungen über Neuers sportliche Zukunft noch in diesem Jahr beginnen. Neuer selbst äußerte sich in den letzten Monaten optimistisch über seine Form und ließ offen, ob er tatsächlich ans Karriereende denkt. Auf einer Pressekonferenz sagte der Bayern-Kapitän kürzlich: Ich starte nicht in die Saison, um am Ende auf Wiedersehen zu sagen. Ich fühle mich sehr gut, bin leistungsfähig. Die Zeit wird zeigen, wie es um meine körperliche Verfassung steht, ob es mir Spaß macht und ob ich gebraucht werde. Sky berichtet weiter, dass Alexander Nübel weiterhin als potenzieller Nachfolger für Neuer eingeplant ist. Nübel, der aktuell bis 2026 verliehen wird, wird schon lange als idealer Erbe für Neuer angesehen. Der FC Bayern soll zudem eine Option haben, den ehemaligen Schalker bei einem möglichen Karriereende Neuers bereits im Sommer 25 zurückzuholen.
Neben Nübel haben die Bayern auch andere Torhüter im Blick. Darüber hinaus beobachten die Bayern den Transfermarkt ganz genau und zeigen Interesse an weiteren Torhütern wie Jonas Obig vom 1. FC Köln und Bark Verbruggen von Brighton. Sollten Nübels Leistungen in der Zukunft nicht den Erwartungen entsprechen, könnten diese Alternativen in den Fokus rücken. Die Bayern-Verantwortlichen bleiben jedoch optimistisch, dass Neuer seinen Vertrag möglicherweise bis über 25 hinaus verlängern könnte. Nachdem er aus der Nationalmannschaft zurückgetreten ist, möchte sich der 38-Jährige voll und ganz auf den FC Bayern konzentrieren. Wer in der kommenden Saison das Tor der Münchner hütet, bleibt jedoch noch abzuwarten. Alphonso Davies könnte am Ende der Saison vor einem Abschied vom FC Bayern stehen, da vieles darauf hindeutet, dass er sich Real Madrid anschließen wird. Laut aktuellen Berichten winkt dem Linksverteidiger ein hochdotierter Vertrag bei den Königlichen. Bereits im Frühjahr kursierten zahlreiche Meldungen, dass Davies Real Madrid für einen ablösefreien Wechsel im Sommer 2025 zugesagt habe. Diese Informationen wurden nicht nur von spanischen Medien berichtet, sondern auch von renommierten Quellen wie dem Spiegel und The Athletic. Davies selbst äußerte sich bislang zurückhaltend über seine Zukunftspläne. Im Moment konzentriere ich mich voll und ganz darauf, gesund zu bleiben und für den Verein zu spielen, bei dem ich derzeit bin. Was die Zukunft bringt, darüber mache ich mir keine Gedanken. Mein Fokus liegt darauf, fit zu bleiben und meinem Team zum Sieg zu verhelfen, sagte er kürzlich in einem Interview mit ESPN. Trotz seiner Zurückhaltung deutet vieles auf einen Abschied hin. Der FC Bayern hat die Vertragsgespräche mit Davies vorerst pausiert. Sportdirektor Christoph Freund erklärte, er soll jetzt erst einmal gut Fußball spielen. Die Vereinsführung will wohl abwarten, wie sich Davies unter dem neuen Trainer Vincent Kompany entwickelt, bevor neue Verhandlungen aufgenommen werden. Bisher zeigt der 23-Jährige in dieser Saison starke Leistungen und stand in 7 der 9 Pflichtspiele in der Startelf. Kompany soll intern ein großer Befürworter einer Vertragsverlängerung mit Davies sein. Laut spanischen Medienberichten könnte sich Bayern-Trainer Kompany allerdings auf einen Abgang vorbereiten. Das Portal Fiaches berichtet, dass Real Madrid die Verpflichtung von Davies bereits fixiert haben soll. Angeblich bietet der spanische Klub dem Kanadier einen 5-Jahres-Vertrag bis 2030 mit der Option auf eine Verlängerung bis 2031. Davies könnte dabei eine deutliche Gehaltserhöhung erhalten und sich auf ein ähnliches Niveau wie Realstar Courtois hocharbeiten, der angeblich 15 bis 16 Millionen Euro pro Jahr verdient. Zum Vergleich, beim FC Bayern liegt Davies derzeitiges Gehalt bei etwa 11 Millionen Euro. Über die gesamte Vertragslaufzeit könnte der Außenverteidiger somit rund 90 Millionen Euro verdienen. Zusätzlich wird erwartet, dass Davies bei einem ablösefreien Wechsel noch ein beträchtliches Handgeld in Millionenhöhe erhält. Das war's für den jetzigen Zeitraum bei Bayern News und Liga Insider. Liken, kommentieren und abonnieren nicht vergessen, denn sobald es neue Fußball-News gibt, erfahrt ihr sie hier als erstes. Vielen Dank und bis bald. Bayern News und Bundesliga Insights.